Hallo zusammen, ihr Lieben auf dem Astrolymp-Kanal. Ihr habt gefragt, oder besser gesagt, speziell eine Person hat gefragt, liebe Grüße an Peter Hübschmann, ob ich denn mal endlich wieder eine Legung für die Liebe machen würde. Und das machen wir jetzt, es geht natürlich nur kollektiv. Und da schauen wir, was die Paare hindert oder verbindet. Und wir schauen uns nachher an, was hat das Gegenüber für Gedanken. Vielleicht, wenn ich lustig bin, lege ich noch das große Blatt. Wir schauen. Ja, hier sind die Veränderungen. Hier liegt der Storch, also man kann eben wahrnehmen, dass zwischen den Paaren Veränderungen stattfinden. Es sind aber auch Veränderungen, die rasche Energien haben, die plötzlich auftreten können, die für Überrumpelung sorgen. Wir haben beim Gegenüber die Sterne mit hinten dran. Das heißt für mich auch immer, jemand möchte Klarheit haben, jemand möchte, dass sich Dinge unter einen guten Stern stellen, jemand möchte mal wieder Glück haben. Und bei der weiblichen Person haben wir die Streitereien, die Diskussionen, die Konflikte. Hier ist es so, dass kurze Zeiträume zu sehen sind. Hier liegt einiges, was auch an Hindernissen für die Paare zu sehen ist. Was ich hier jetzt nicht wahrnehmen kann, ist, dass irgendwie eine andere Person dazwischen liegt oder ja, dass es solche Konkurrenten gibt. Ne? Die lägen dann da dazwischen. Hier kann es sein, dass dem einen oder anderen das so ist, dass es immer nur kurz anhält, dass man sich glücklich fühlt. Hier liegen Treffen, Geschenke, aber irgendwo liegt hier auch die Verletztheit, die Verletzung. Und es liegen die Hindernisse da, die jeden persönlich betrifft. Es kann jetzt hier speziell sein, dass man sich treffen will oder es wird wieder abgesagt oder man traut sich nicht. Ne? Schauen wir ein bisschen weiter. Hier geht es um den Einfluss von diesen Themen, die Vertrauen, Stärke und Schutz brauchen. Es geht an sich darum, vielleicht auch, hier sind so die Seelenlieben, die Seelengefährten, die seelischen Erfahrungen. Und es ist so, dass man hier vielleicht unsicher ist oder vielleicht nicht richtig im Vertrauen. Man hat vielleicht schon so, ich sage immer vielleicht, denn es ist bei jedem anders. Ich kann nur weitergeben, was ich hier sehe. Man hat vielleicht schon so Federn gelassen in der Vergangenheit, was das Thema anbelangt hat. Die ein oder anderen Herren fragen sich vielleicht, ist mein Gegenüber überhaupt schon richtig getrennt oder gibt es da noch Leute, die energetisch dranhängen oder auch im Leben verfügbar sind. Und auf der anderen Seite hier habe ich, dass man vielleicht etwas unverbindlich ist, dass man im Unklaren steht oder dass da nicht so recht eine Verbindung zustande kommt. Hier nagt auch noch etwas aus dem Familienleben oder aus Themen, wo man nur über die körperliche Ebene vielleicht starke Anziehungskraft hat. Und irgendwo ist die weibliche Hauptperson hier auch im Unklaren oder im Nebel stehen gelassen worden oder sie blickt an sich nicht richtig durch. Ich habe hier unten natürlich auch noch, wenn man so fragt, was verbindet oder trennt uns, was sind die Momente, die man abfangen kann, Energien, die mit Geld zu tun haben. Das können Abhängigkeiten sein oder dass man sagt, ich will hier mein sicheres Zuhause haben, ich bin viel unterwegs, um Geld zu verdienen.
Auf jeden Fall scheint es irgendwie eine Rolle zu spielen. Was man hier aber auch sehen kann, sind die Sehnsüchte der Seele. Ne? Das ist das, was man hier so sieht. Berufliche Themen, die mit einwirken, Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und irgendwo habe ich hier auch bei der Kommunikation etwas, was ausgesprochen werden will oder wo man Emotionen verbal nach außen trägt. Es kann hier auch sein, jemand kann sich nicht richtig öffnen oder sowas. Ne? So, dann schauen wir jetzt dem Gegenüber mal in den Kopf. Was sind hier die Gedanken, die ihn beschäftigen? Nehme ich gerade mal andere Karten. Da ist er schon. Ja, irgendwas ist hier ein bisschen stressig, die Energie ist unruhig. Es kann ja tatsächlich hatten wir vorher schon gesehen, ich sag mal, um Gespräche gehen, um Nachrichten, die so ein bisschen die Energie haben, dass man aufgeregt ist oder dass einen an sich etwas im Kopf hängt, über das man nachdenkt, das jemand verbal in einem ausgelöst hat. Was ich jetzt hier sehr schön finde, ist, dass die männliche Hauptperson drauf guckt, dass sie Blockaden löst. Ja? Der Sarg beendet hier den Berg und hier sind außerdem Emotionen, die nicht immer gehalten werden. Da ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Dennoch ist die Anziehungskraft da und es hängen hier auch Familienthemen im Rücken. Schauen wir ein bisschen weiter. Das sind unausgesprochene Dinge. Hier unten haben wir das Schiff. Wahrscheinlich ist das jemand, der auch nicht richtig greifbar ist oder viel unterwegs. Hier wird sich Gedanken gemacht über das Thema Beruf, Vitalität, Bürde auch, die man im Leben hat oder wo einem etwas zu viel ist, wo etwas von den Wurzeln her schon faulig ist. Es kann jetzt hier tatsächlich am Beruf sein oder wie bringe ich Vitalität und Beruf zusammen oder wo treffe ich Entscheidungen, die einen Neubeginn forcieren, die auf einem kurzen Weg ein neues Kapitel ermöglichen. Hier kann auch sein, ich sage einfach alle Szenarien, jemand denkt über das Berufsleben oder das Lernen eines Kindes nach oder versucht selbst durch Lernen, Wissen weitergeben, etwas auf den Weg zu bringen. Hier kann man auch jemanden den Daumen drücken, dass er eine Prüfung besteht. Das ist das, was ich hier so sehen kann, was die Gedanken sind. Das sind jetzt keine Personen, außer die Kinder. Die weibliche Hauptperson liegt hier unten und hat hier sehr viele Gedanken. An sich kann es auch Konflikte geben, die eben Kinder mitbringen in so eine Situation. Diese Kinder können natürlich auch erwachsen oder schon älter sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was hier liegt an Beziehungsthemen, das würde natürlich Arbeit erfordern. So, dann gucke ich das große Blatt noch an für die Liebenden. Ihr wisst, dass wir immer aus der Position der weiblichen Hauptperson gucken, weil ich ja die Karten so lege aus meiner Perspektive. Und jetzt schauen wir mal, was ich da noch sehe, wie hier die Personen liegen. Und die Liebe, denkt dran, es ist kollektiv, es ist keine persönliche Legung. Und die Liebe ist sowieso immer schwierig zu legen, weil sie von zwei Personen abhängig ist und nicht nur von dem, der sich Karten legen lässt. So, hier sind jetzt gute Nachrichten. Hier ist
irgendein Thema, wo man neu aufeinander zugeht oder irgendein Thema, das sich beruhigt, das man mit Kindern hatte. Hier habe ich, dass eine nervende Situation beendet wird. Die kann jetzt hier in dem häuslichen Bereich sein oder an sich mit dem Thema, wie komme ich weiter, wie plane ich langfristig. Ich habe Schattenthemen dabei tatsächlich, die liegen hier im Haus des Lebens drin. Irgendwie geht es vielleicht um die eigene Lebensreise. Oder ist es wirklich, wir haben hier mit dem Schiff ja immer auch die Entfernung zwischen jemand oder die Kilometer, die jemand von einem weg ist, die hier der Liebe im Weg steht. Oder dass eben zwei von den Wünschen und Sehnsüchten her nicht das Gleiche denken. Hier haben wir Elternthemen, Verstrickungen mit der Vergangenheit. Was hier schön ist, dass hier der Ring im Haus der Blumen liegt. Hier könnte sehr schnell etwas, eine andere Qualität annehmen. Ich habe tatsächlich hier auch wieder die Finanzen mit an Bord. Das heißt, wenn ich hier im Beziehungsbereich etwas verändere, könnte mich das etwas kosten. Ob das jetzt ein Umzug ist oder ein ständiges Unterwegssein oder möglicherweise könnte es auch seelisch etwas kosten. Aber an sich ist die Qualität hier gar nicht so schlecht. Die männliche Hauptperson, die ist hier irgendwie damit beschäftigt, finanzielle Dinge auf den Weg zu bringen. Die liegt im Haus der Ruten, da hat man auch mal Konflikte oder da überlegt man sich, wie man eine stressige Situation beendet. Hier könnten tatsächlich Kinder ein Thema sein oder es ist so, dass man Neubeginne irgendwie generieren will und da guckt, was mache ich mit meinen Finanzen, wie kann ich das regeln. Aber es geht natürlich auch an die so ein bisschen emotionale Abhängigkeiten haben. Es kann jetzt hier speziell sein, dass es ein Gegenüber ist, das in einer trennenden Phase ist oder eben innerlich getrennt ist, seinen eigenen Weg in die Unabhängigkeit geht. Das Außen spielt ja eine große Rolle. Ne? Hier sind Blockaden, die kommen durch das Außen. Die haben irgendwie diese Qualität mit dabei, dass man das, was andere machen, nicht kontrollieren kann. Und das, was ich hier sehe an finanziellen Dingen, das kann tatsächlich etwas Familiäres sein. Also Gelder, die die Familien betreffen. Ich habe hier Nachrichten, die Klarheit bringen. Ich habe trotz allem hier das Verdauen eines Themas aus der Vergangenheit mit dabei. Und nichtsdestotrotz ist die Situation so, dass sie eigentlich ganz schön ist, denn wir haben die weibliche Hauptperson im Haus der Veränderung schon drin. Sie korrespondiert mit der Nachricht, die Klarheit bringt. Hier kann auch sein, der eine oder andere kümmert sich um Eltern oder ist viel unterwegs für die Eltern. Hier sind die Gedanken über das Beziehungsleben, aber auch über die Finanzen. Die weibliche Hauptperson guckt hier in die Blumen rein, das sind Treffen, Geschenke. Hier sieht man vor allem auch Treffen mit Freunden oder dass das Thema Freundschaft sehr wichtig ist. Und möglicherweise geht es hier auch darum, eine Situation zu überwinden, in der man sehr viel Vertrauen in die andere Person braucht und wo das Leben eben eine Entscheidung verlangt, die viele Umbrüche mitbringt. Hier sehen wir die Herzkarte, die liegt hier zusammen mit den Konflikt- und den Blockaden mal 2. Also es geht ja nicht so wie gewollt. Es kommen immer wieder Umstände, die Konflikte mitbringen und es kann ja auch sein, dass zwei Leute unterschiedliche Meinungen haben und man das immer wieder zusammenfügen muss. Bei einigen kann es tatsächlich sein, dass es viel um den häuslichen Bereich geht oder um Umzüge, Sachen, die mit dem Haus, dem Umfeld zu tun haben, die hier zum Beispiel auch Geld kosten.
Und es gibt sehr viel zu klären in dieser Situation oder im Beziehungsleben für beide hier an sich. Ich habe hier relativ schnelle Veränderungen. Hier lässt man vielleicht etwas weg oder man begrenzt sich irgendeinem Weg oder ich habe hier natürlich im Beziehungsbereich mit der Sense auch die Trennungen drin oder auch die Verletzungen aus der Vergangenheit, die hier aber letzten Endes dann zur Veränderung führen. Kommunikation scheint wichtig zu sein. Ich habe im Bereich der männlichen Hauptperson im Haus drin das Thema Arbeit. Es kann jetzt sein, dass hier sehr viel um das Thema Arbeit geht oder dass an sich das Thema mit diesem Menschen Arbeit mitbringt. Und ich habe bei der weiblichen Hausperson, hätte ich jetzt gesagt, Hauptperson, etwas, das tatsächlich am Herzen nagt oder wo man einen Konflikt noch nicht verdaut hat, den man mit Liebe, Herzensangelegenheiten hat. Vielleicht geht es auch bei beiden um Situationen, wo berufliche Qualitäten in die Veränderung gehen oder Dinge, an denen sie arbeiten. Nichtsdestotrotz, hier ist es nicht hoffnungslos, denn die Maus nagt hier natürlich auch das Kreuz weg und das Kreuz ist in der Spiegelung zu der neuen Tür, die wir uns über die Kommunikation öffnen. Das können ja auch Leute sein, die gehen zur Rente über oder die wechseln komplett irgendetwas und das fühlt sich etwas unsicher an. Ich habe eine Warnung drin. Bei allen Entscheidungen, die man trifft, ist es so, dass sie vielleicht etwas wegnehmen, aber dass es hier oben mit der Sonne eigentlich die beste Qualität ist, die man haben kann bei den Wegen, die man geht, um langfristig etwas zu machen oder ins Wachstum zu gehen. Die Warnung ist folgende: Geh nicht zu sehr emotional dran, sondern gucke, dass du auch irgendwie den Kopf mit dabei hast, mache keine Schnellschüsse. Ja, und hier ist ein bisschen schicksalshaftes Glück, schicksalshafter Wandel, schicksalshafter Dreh. Ich möchte jetzt das Handy nicht bewegen, sonst geht mir die Kamera aus. Zu Dingen, die tatsächlich noch nicht richtig greifbar sind, aber so langsam sich, ich sage mal, schälen, sodass man sie Stück für Stück erkennen kann. Wir haben hier ein neues Kapitel der Veränderung und auch eine neue Erfahrung irgendwie. Ich habe speziell hier in diesem Bereich, dass die Themen, die mit Weiblichkeit zu tun haben, Mutterthemen und so, eine niederere Qualität der Schatten kriegen und dass wir hier nicht mehr so viel daran rummachen oder in alte Muster fallen, nennen wir es so. Hier wird eine Verstrickung in der Liebe aufgelöst, die sich hier in der Mitte sehr deutlich noch zeigt. Ne? Gut, ihr Lieben, das ist das, was ich aus dem großen Blatt kollektiv für eine Situation sagen kann. Lieber Peter Hübschmann, ich hoffe, du hast mir zugehört und dir hat es gefallen. Wir nehmen noch eine kleine Botschaft mit drauf. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einnehmen des eigenen Platzes. Hier ist der Thron, der von jemand bestiegen wird. Lasst euch euren Platz auch nicht wegnehmen oder so, ne? Oder streitig machen. Ich drücke euch und bis bald.